Das Wichtigste bei Fernsehern ist die Bildqualität. Und zwar genau bei dem, was du zu Hause anschaust. Seien es Blu-rays, Netflix, lineares Fernsehen oder eben Gaming. Um zu sagen, welcher TV dafür am besten ist, haben wir 7 absolute Experten aus der Film- und Fernsehproduktion eingeladen. Die haben dann auf den 5 besten aktuellen 55 Zoll Fernsehern eine Fülle an Testsequenzen angeschaut und die Fernseher bewertet, ohne zu wissen, um welche TVs es sich handelt. Hallo, hier ist Fitos von hifi.de und wir kommen gleich zu den Ergebnissen der verschiedenen Kategorien und natürlich auch der Endwertung, die ich so nicht erwartet hätte. Aber vorher kurz zu unserem Setup. Wir haben hier den Philips OLED 909, einen LG OLED G4, den Samsung QD OLED S95D, Panasonics Z95A und den Sony A95L, alle in 55 Zoll. Wenn ihr euch jetzt denkt, alles OLEDs, was ist mit Mini-LED? Dann seid beruhigt, denn wir haben noch eine zweite Runde mit 4 Mini-LED-Fernsehern gemacht. Dazu kommt noch ein zweites eigenes Video in den nächsten Tagen. Im Vorfeld haben wir alle Fernseher maskiert und auf identische Ständer montiert, damit sie alle gleich aussehen. Außerdem haben wir den Weißwert bei allen möglichst neutral auf 6500 Kelvin angepasst. Unser Sony BVM HX310 dient als Referenz für Standard Dynamic Range und damit der Monitor nicht bei 1000 Nits klippen muss, haben wir ihn für HDR-Szenen durch einen BVM HX3110 ersetzt, den Sony uns netterweise für unser Shootout zur Verfügung gestellt hat. Wenn ihr mehr über unser Setup erfahren wollt, schaut einfach auf den verlinkten Artikel auf hifi.de. Da findet ihr auch die Liste unserer Experten, welche die TVs bewertet haben. Die Experten haben nach jeder einzelnen Testszene alle Fernseher auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Um die Bewertung möglichst souverän zu halten, haben wir keine weiteren Vorgaben gemacht oder die einzelnen Szenen erklärt. Es ging los mit Szenen in High Dynamic Range. Vor den Ergebnissen dazu noch eine kurze Erklärung. Hier im Video kann man die Unterschiede nicht so sehen wie live in unserem Studio. Das liegt unter anderem an der Kamera, der Komprimierung von YouTube und natürlich auch euren Displays, auf denen ihr das Video am Ende schaut. Wir haben die Aufnahmen nicht so stark verändert, dass man hier jetzt Unterschiede sehen könnte, weil das auch nicht das echte Bild zeichnen würde. Ach so, damit alle Fernseher die gleichen Voraussetzungen haben, mussten wir uns auf HDR10-Inhalte beschränken. Nach allen HDR-Szenen landet der Philips 909 mit 6,11 auf dem 5. Platz. Deutlich davor landet der LG G4, ziemlich knapp davor der Panasonic Z95A und davor der Sony A95L. Mit Abstand auf Platz 1 ist allerdings der Samsung QD OLED S95D. Nicht wundern, die Werte sind niedriger als unsere Bildnoten aus den Testberichten. Wir haben den Experten nämlich keine Vorgaben gemacht. Vergleichen lassen sich also nur die Werte aus diesem Shootout. Klar ist High Dynamic Range die Königsdisziplin, aber wir wissen alle, dass man vieles zu Hause eben nur in Standard Dynamic Range schauen kann. Wir haben für alle Geräte in SDR die Spitzenhelligkeit auf 200 Nits eingestellt und dann wieder verschiedene Szenen gezeigt und bewerten lassen. Insgesamt lagen die Fernseher dann näher beieinander als noch in HDR. Während Philips hier auch auf dem letzten Platz landet, ist davor jetzt Panasonic knapp besser als Sony. Die besten Ergebnisse bekommen Samsung und LG, wobei in SDR jetzt der G4 das Rennen gemacht hat. Als nächstes haben wir die Zwischenbildberechnung aller Fernseher aktiviert und Szenen ausgewählt, welche die Fernseher vor möglichst große Herausforderungen stellen. Hier war der A95L nach dem Urteil der Experten auf Platz 5. Knapp davor der Philips OLED 909. Auf Platz 3 landet hier klar der S95D. Der Z95A muss sich als zweiter nur knapp dem G4 geschlagen geben. Beim Gaming ging es nicht um die Performance, was Input Lag oder Variable Refresh Rate angeht. Da sind auch wirklich alle 5 auf einem extrem guten Level. Es ging um die Bildqualität im Vergleich zur Referenz. Wir haben die TVs alle in den Spielemodus versetzt und konnten dann auch aufgezeichnete Spielszenen dafür nutzen.
Es war dann auch nicht sonderlich überraschend, dass die drei Fernseher ohne die Option eines akkuraten Spielemodus deutlich hinter den beiden mit exakten Bildmodi im Spielemodus gelandet sind. Nach gleichgewichteter Wertung aller Szenen ist auch der Gesamtsieger relativ deutlich und das Ergebnis hat mich persönlich auch etwas überrascht. Denn der Samsung QD OLED S95D gewinnt mit Abstand vor dem LG OLED G4 auf dem zweiten und dem Panasonic Z95A ganz dicht dahinter auf dem dritten Platz. Die Gesamtwertung stellt dabei den Durchschnitt aller von uns geschauten Szenen dar. Dabei sind auch hochspezifische Testsequenzen dabei, die so im Alltag kaum vorkommen. Daher haben wir noch eine Everyday-Wertung gemacht, in der wir Szenen zusammengefasst haben, die man alltäglich im linearen Fernsehen, beim Sport oder beim Gaming zu sehen bekommt. Und das bis auf Gaming mit Zwischenbildberechnung, wie es in den Standardmodi der Hersteller die Regel ist. Hier konnte sich dann der G4 knapp vor dem S95D durchsetzen. Auf dem dritten Platz ist auch wieder Panasonic gelandet. Unser großer Dank geht natürlich an alle, die für das Shootout zu uns gekommen sind und das hier möglich gemacht haben. Auf unserer Website findet ihr noch mehr Details und Informationen zu unserem TV Shootout 2024. Und in den nächsten Tagen folgt auch noch das Video mit den Ergebnissen der zweiten Runde mit den Mini-LED-TVs. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Einerseits zu den Ergebnissen, aber natürlich auch zu unserem Shootout im Gesamten. Also teilt sie unten in den Kommentaren. Wir haben und werden uns alles notieren, was wir fürs nächste Jahr noch weiter optimieren können. Bis dahin oder einfach bis zum nächsten Video von uns könnt ihr auch nochmal einen Blick in die Auswahl von Fernsehern werfen, die nach unseren Tests die beste Wahl in verschiedenen Preisklassen sind.